Noch heute sind Spannungen zwischen Wahhabiten und dem Islam zu erkennen. Die Türkei unterstützt die offizielle Regierung in Libyen und damit auch das libysche Volk des arabischen Frühlings. Frankreich und die USA unterstützen leider die Terroristen, welche die Regierung in Libyen stürzen wollen. Die Türkei versucht seither in Libyen den Einfluss der Wahhabiten wie damals zu Atatürks Zeiten zu stoppen. Denn der Islam soll nicht durch die Ideologie der Wahhabiten ersetzt werden. Die Scharia soll nie in einem muslimischen Land eingeführt werden. Wahhabiten besetzten Mekka und Medina. Im Jahr 1802 plünderten sie die Kaaba und töteten alle Muslime. Dabei zerstörten sie das Grab des Propheten Mohammed. Der Einfluss der Wahhabiten umfasste ganz Saudi-Arabien. Die Rechte der Frauen wurden abgeschafft. Frauen, welche im Islam religiöse und politische Freiheiten genossen, fanden sich wieder in der Zeit vor dem Islam. Strafen, die vor dem Islam existierten, wurden als Scharia wieder eingeführt. Da stehen sie nun und glauben, die wahren Muslime zu sein. Nach dem Untergang des Osmanischen Reiches war es Atatürk, der die Türken von den Besatzern befreite und seither die Ideologie der Wahhabiten in der Türkei verboten hatte und ihren Einfluss begrenzte. Atatürks Kampf gegen diese Religion der Araber richtete sich nicht gegen den Islam, sondern gegen die Salafisten, also gegen die Wahhabiten. Auch die Muslimbrüder wurden 1928 gegründet, um gegen den Einfluss der Wahhabiten in Ägypten, Libyen und anderen muslimischen Staaten vorzugehen. Die Menschen wollten den Islam wieder frei leben können, was der Demokratie sehr nahe stand. 2011 sah es so aus, als hätte der Islam gesiegt und die Menschen konnten seit dem arabischen Frühling erstmals ihre Regierung selbst wählen gehen. Gewählt wurden muslimische Parteien und die Flaggen wurden wieder mit dem muslimischen Halbmond gehisst. Dann folgten jedoch wieder wahhabitische Angriffe in Libyen und ein Militärputsch in Ägypten, wo dann der Traum einer muslimischen und laizistischen Regierungsform wieder ausgeträumt war. Die Bemühungen der heutigen türkischen Regierung, den Laizismus in muslimischen Ländern einzuführen, war wieder in weite Ferne gerückt. So sind auch heute noch die Rivalitäten zwischen der muslimischen Welt, allen voran der Türkei und der Wahhabiten, mit Saudi-Arabien, Ägypten und den Vereinigten Emiraten noch immer mit Konflikten behaftet. Ob der Islam den gewohnten Frieden wiederleben kann, hängt davon ab, ob Frankreich und die USA die Unterstützung der Wahhabiten beenden werden. Die Muslime jedenfalls sehen in Salafisten und Wahhabiten keinen Islam. Die Salafisten und Wahhabiten sehen in anderen Religionen und auch in Atatürk nur Sünder und lehnen den Islam ab.